So, Paul Ronsheimer ist mir jetzt zugeschaltet aus Budapest. Was am meisten an diesem Interview, das ja noch etwas länger geht, hat dich denn irritiert an den Aussagen des Ministerpräsidenten Viktor Orban? Also erst einmal war ich überrascht davon, wie entspannt Viktor Orban in diesem Interview gewirkt hat, auch vorher und nachher, denn die Kritik ist ja massiv. Ich habe es angesprochen, Olaf Scholz, der Bundeskanzler, Ursula von der Leyen, eigentlich alle wichtigen Akteure aus der Europäischen Union haben ihn für seinen Besuch in Moskau massiv kritisiert. Aber Orban ist von seiner sogenannten Friedensmission überzeugt und er verweist eben auch darauf, was in den nächsten Monaten passieren könnte, nämlich eine mögliche Wahl von US-Präsident Donald Trump. Überrascht hat mich, in welcher Detailtiefe er mit Wladimir Putin gesprochen hat und wie sehr Viktor Orban davon weiter überzeugt ist, dass aus seiner Sicht Russland nicht geschlagen werden könne, dass Russland gar nicht verlieren könne, ob der Anzahl der Truppen, ob der Anzahl der Waffen. Denn eines muss man ja klar erkennen, es ist nicht so, dass Russland diesen Krieg 22, 23 oder auch in diesem Jahr in der Form gewinnen konnte, wie Putin es wollte, nämlich Kiew einzunehmen und sehr viele weitere Regionen, insbesondere im Osten und Süden, einzunehmen. Paul, in dem Gespräch kam auch so ein bisschen Kritik von Orban, der da gesagt hat, hier, ihr Intellektuellen in Brüssel, man muss verhandeln, man muss miteinander reden, um auch einen Krieg zu beenden. Du hast gerade die ausführlichen Gespräche mit Wladimir Putin angesprochen. Jetzt ist er unterwegs zu einem, ich sag mal, weiteren Verbündeten, den Chinesen. Inwieweit kann denn tatsächlich das, was Orban da vorhaben mag, von Erfolg gekrönt sein oder werden? Also Stand jetzt ist es so, dass die Ukrainer klar sagen, sie glauben nicht daran, dass es irgendwelche Verhandlungen jetzt geben kann. Sie verweisen vor allem darauf, dass Putin nicht gewillt sei. Und sie haben die Sorge, dass, wenn man denn über einen Waffenstillstand spricht, dass das dann bedeuten würde, Putin hätte eine Pause und würde dann wieder angreifen. Also es gibt dort keinerlei Vertrauen. Orban hingegen baut darauf, dass sich die Lage verändert hat jetzt nach 2,5 Jahren Krieg, dass man sagt, man muss am Ende miteinander sprechen, so formuliert er das. Und tatsächlich, eines ist bemerkenswert, dass er nicht nur Zelensky und Putin getroffen hat, sondern, du hast es angesprochen, eben heute auch in China ist, dort den Präsidenten trifft und danach wird er weiterreisen zum NATO-Gipfel nach Washington D.C. Dort wird er dann, in welcher Form auch immer, auch auf US-Präsident Joe Biden treffen, denn das, so sagt Orban, sind am Ende die Akteure gemeinsam mit der Europäischen Union, die auch Kiew und Moskau an einen Tisch bringen könnten. Daran zweifle ich, denn Zelensky hat klar gesagt, er wird nicht mit Putin verhandeln. Nach Budapest, danke, Paul Ronsheimer.